Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In der heutigen Folge sprechen wir über die Kirchen im Nationalsozialismus. In ein paar Folgen werden wir uns anschauen, wie sich die Kirchen im Nationalsozialismus positionierten und welche Geschichte sie dort durchlebten. Angefangen bei der Vorgeschichte in der Weimarer Republik bis zum Ende des Dritten Reiches. Und in der ersten heutigen Folge starten wir mit der Vorgeschichte in der Weimarer Republik. Los geht's! Das Ende des Ersten Weltkrieges im Jahr 1918 bedeutete nicht nur für die deutsche Bevölkerung insgesamt, sondern auch für die deutschen Kirchen einen tiefen Einschnitt. Diese Entwicklung betraf vor allem die protestantischen bzw. evangelischen Kirchen in Deutschland, die sich natürlich vor allem mit dem preußisch dominierten Kaiserreich, das 1918 unterging, identifiziert hatten. Denn im preußisch dominierten Kaiserreich war der Protestantismus eine vom Staat protegierte christliche Konfession sozusagen, wohingegen der Katholizismus über Jahre immer wieder größere Konflikte hatte mit dem preußischen System, insbesondere mit dem Reichskanzler Otto von Bismarck. Insofern war die Entwicklung, die nach 1918 kam, für die evangelischen Kirchen nochmals einschneidender als für die katholische. Doch auch für die katholische Kirche bedeutete natürlich 1918, 1919 einen tiefen Einschnitt. Denn die Entwicklung eines weltanschaulich neutralen Staates, den die Weimarer Republik jetzt verkörperte, war natürlich auch für die katholische Kirche ein Problem, denn die katholische Kirche positionierte sich letztlich auch antimodern und konnte mit dieser Verweltlichung in Anführungszeichen der Gesellschaft nicht viel anfangen. Doch in Anbetracht der zahlreichen Konflikte, die die katholische Kirche eben im Kaiserreich mit der preußischen Führung hatte, verwundert es nicht, dass zunächst einmal die katholische Kirche in diesem Neuaufbruch nach 1918 auch Chancen sah. Denn nun wurde man eben nicht mehr ständig durch eine preußische Führung gegängelt, sondern man hatte jetzt die Möglichkeit, sich ganz neu zu entfalten. Und tatsächlich sollten sich sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche schnell mit dem neuen System arrangieren, denn man erkannte nach der ersten Schockstarre nach 1918 durchaus Chancen in dem neuen System. Denn man dachte sich natürlich, je weniger sich der Staat jetzt um Religion scheren würde und um die christlichen Werte, Normen, Bräuche und so weiter, desto mehr würde natürlich diese Aufgabe wieder den Kirchen zufallen, die jetzt eben als ihre Aufgabe erachteten, den Verfall, den moralischen Verfall der Gesellschaft zu verhindern. So sehr weltanschaulich neutral wie die neue, nun gegründete Weimarer Republik seit 1919 auftrat, so wenig kirchenfeindlich war sie in der Realität. Die großen Befürchtungen, dass dieser weltanschaulich neutrale Staat die Kirchen quasi komplett verwerfen würde, war nicht eingetreten. Der Staat hatte sich relativ kirchenfreundlich positioniert und damit arrangierten sich beide Kirchen relativ schnell mit dem neuen Staat und sahen hier auch eine große Chance. Man sprach teilweise sogar von einem Jahrhundert der Kirche, das nun anbrechen würde. Das Leben der Kirchen im neuen Staat, insbesondere das Leben der evangelischen Kirche, war natürlich von Beginn an mit einer hohen Hypothek belastet. Denn man muss sich halt klar machen, wie eben bereits angedeutet, die Kirchen, vor allem die evangelische Kirche, hatte sich hinter der nationalistischen Kriegspolitik des Ersten Weltkrieges, des Deutschen Reiches in diesem Krieg versteckt, beziehungsweise hatte sich mit dieser Politik solidarisiert. Und damit war natürlich die Kriegsniederlage besonders einschneidend, auch für die evangelischen Christen gewesen. Also nicht nur für die Kirche selbst, sondern für die christlichen oder evangelischen Milieus in der Gesellschaft. Die Menschen sahen in der Niederlage des Ersten Weltkrieges ein riesiges Problem für Deutschland. Man befürchtete den Zerfall und man befürchtete auch, dass die westlichen Kriegssieger letztlich ein Interesse daran hätten, Deutschland quasi zu zerlegen, also quasi die Einheit Deutschlands aufzulösen. Und daher verband sich hier relativ schnell, auch in den christlichen Milieus in der Weimarer Republik, das Gefühl von antimodern und antiliberal mit einer antiwestlichen Einstellung, einer antidemokratischen Einstellung. Man wollte also im Grunde mit den westlichen Mächten nichts zu tun haben, sondern sah die im Grunde als das Feindbild an und alles, was diese verkörperten, Demokratie, Liberalismus und so weiter. Diese Haltung wurde natürlich vor allem durch den Versailler Vertrag vorangetrieben und insbesondere durch den sogenannten Kriegsschuldartikel 231, der den Deutschen, in den Augen der Deutschen, die alleinige Kriegsschuld zusprach, wodurch man schlussendlich nochmals eine deutliche Wut auf die Kriegssieger
entwickelte. Und diese antiwestliche, antiliberale und antidemokratische Einstellung, die in großen Teilen der Gesellschaft durch die Weimarer Republik hindurch erhalten blieb, stellte sich für die junge Weimarer Republik als eine riesige Hypothek heraus, denn man musste natürlich irgendwie versuchen, einen Staat aufrechtzuerhalten, die Demokratie stabil zu halten. Gleichzeitig musste man sich aber auch auf die Forderungen der Kriegssieger einlassen und die eigene Bevölkerung auch noch beruhigen. Und das war natürlich ein riesiger Spagat, wo man ständig zwischen linksradikalen und rechtsradikalen Kräften zerrissen wurde. Als in den ausgehenden 1920er Jahren nach den Hochzeiten der goldenen Zwanziger sozusagen, wo es schien, dass die Demokratie sich wieder ein Stück weit stabilisiert hätte, der Nationalismus nun wieder Einzug erhielt in Deutschland, standen auch die Kirchen, vor allem die evangelische Kirche, in diesem nationalen Lager. Viele Christen, evangelische Christen wie gesagt vor allem, sahen ihren Ausweg in einem neuen Bekenntnis zum Nationalismus und zum völkischen Denken, das sich in den 1920er Jahren immer weiter herausbildete. Denn nicht nur die Nationalsozialisten, aber natürlich und gerade auch diese, waren natürlich daran interessiert, sich selbst als Heilsbringer aufzuspielen. Man versprach in dieser nationalistisch-völkischen Ideologie einen Ausweg aus der Krise, in der die Weimarer Republik steckte, und viele Leute sahen eben hier den rettenden Anker, nach dem man schlussendlich griff. Die Anfänge der nationalsozialistischen Bewegung reichen zurück in die Milieus einer kirchenfeindlichen und völkischen Religiosität, die sich bereits in der Weimarer Republik ausbildete. Bereits im Jahr 1921, die NSDAP war gerade einmal im Vorjahr begründet worden, entstand der Bund für Deutsche Kirche. Das Ziel dieser ersten völkischen religiösen Vereinigung war es, das Deutsche Reich und die Deutschen insgesamt aus einer vermeintlichen Umklammerung durch das Judentum zu befreien. Man wollte ein sogenanntes deutsch-heimatliches Christentum bilden, in dem im Grunde traditionelle christliche Werte mit völkischem Denken vereint werden sollten. Der Vorsitzende dieser Vereinigung war niemand anderes als der gebürtige Engländer und Wahldeutsche Houston Stewart Chamberlain, der vor allem bis heute durch seine Schrift Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts bekannt ist und damit zu einem Vater und Vordenker des rassistischen und sozialdarwinistischen Denkens wurde. Und diesen Mann verband einiges mit dem Nationalsozialismus. Die Nationalsozialisten hatten natürlich ein großes Interesse an diesem Vordenker, ein großes Interesse an den Thesen von Houston Stewart Chamberlain und fühlten sich diesem Mann letztlich verbunden. Vor allem auch Adolf Hitler selbst, der Elemente der Lehre Chamberlains in seine eigene Lehre aufnahm und das Ganze dann in seiner eigenen Schrift Mein Kampf später niederschrieb. Zudem war Chamberlain ein Schwiegersohn des berühmten Richard Wagners, für den Hitler ja auch eine Sympathie hatte, beziehungsweise vor allem eben für seine Musik. Und insofern könnte man sagen, war hier eine gewisse Sympathie Hitlers für das gesamte Denken Chamberlains und für dessen Person. Noch stärker mit den traditionellen christlichen und kirchlichen Wurzeln brach der 1925 gegründete Tannenberg-Bund, der von dem Weltkriegsgeneral und Kriegshelden Erich Ludendorff begründet worden war. Diese Organisation wurde zu einem regelrechten Sammelbecken für Rassisten, Sozialdarwinisten und überhaupt Menschen, die eine Sympathie zu dem völkischen Denken hatten. Wie gesagt, war auch Adolf Hitler ein begeisterter Anhänger von rassistischen und sozialdarwinistischen Theorien und natürlich auch von religiösen Elementen. Adolf Hitler war natürlich nie ein überzeugter Christ gewesen und ein Kirchgänger war er schon überhaupt nicht, aber er hatte natürlich ein Interesse an Religion, vor allem wenn man religiöse Elemente für die eigene Ideologie und die eigenen Überzeugungen instrumentalisieren konnte. Und das tat Hitler im Grunde durch seine gesamte Amtszeit als NSDAP-Führer und später als Reichskanzler, indem er vor allem immer wieder auf eine göttliche Fügung und Vorhersehung hinwies. Das bedeutet, Hitler sah sich im Grunde selbst als eine auserwählte Person, den Auserwählten, der Deutschland, das Deutsche Reich, die Deutschen aus ihrer Misere befreien müsste. Und das bedeutete natürlich im nationalsozialistischen Denken vor allem aus der jüdischen Umklammerung befreit zu werden. In den Anfangstagen der NSDAP in den frühen 1920er Jahren hatte natürlich niemand damit gerechnet, dass diese Partei um den kleinen Redner Adolf Hitler irgendwann mal die Macht ergreifen könnte. Doch tatsächlich gab die geschichtliche Entwicklung, so schien es, der Vorsehung, die Hitler immer wieder verkündete, recht. Denn 1933 wurde Adolf Hitler Reichskanzler und niemand hatte nach dem holprigen Aufstieg der NSDAP eine solche Entwicklung erwartet. Und insofern sparte Adolf Hitler auch nach der Machtübernahme 1933 nicht
mit abschätzigen Bemerkungen gegenüber denjenigen, die ihn früher angeblich verspottet hätten. Er machte also deutlich, dass niemand eben genau diese Entwicklung erwartet hätte und die Vorsehung hätte jetzt quasi bewiesen, dass er recht gehabt hätte und dass das Ganze so eingetroffen wäre, wie es vorherbestimmt sei. In den 1920er Jahren war es zunächst noch so gewesen, dass die NSDAP in ihrer Anfangszeit, also in den frühen 1920er Jahren, eine revolutionäre Bewegung in gewissermaßen war und weit weg davon war, eine wählbare Partei zu sein. Das bedeutet, die verschiedenen Gruppierungen innerhalb der NSDAP, insbesondere die SA, die Sturmabteilung, hatte ein Interesse daran, einen gewaltsamen Umsturz im Staat zu proben. Das bedeutet, man wollte die Weimarer Republik quasi in einem Putsch davonfegen. Doch 1923 scheiterte der sogenannte Hitlerputsch und damit zeigte sich für Adolf Hitler, dass eine Machtergreifung mit gewaltsamen Mitteln nicht möglich war. Also entschied er sich, die NSDAP nun tatsächlich von einer Bewegung hin zu einer wählbaren und regierungsfähigen Partei umzubauen, um damit legal die Macht ergreifen zu können. Und auf diesem Weg wusste Hitler sehr genau, dass man sich mit den Kirchen, egal ob katholisch oder evangelisch, nicht groß anlegen durfte. Denn die deutsche Gesellschaft war auch in der weltanschaulich neutralen Weimarer Republik immer noch eine christliche. Und das bedeutet, man konnte jetzt nicht mit antichristlichen Parolen, die es in der NSDAP zuhauf gab, hausieren gehen. Denn damit konnte man letztlich keine Wählerstimmen gewinnen. Politik gegen die Kirche war nicht möglich. Und insofern bestand Hitler schon in den 1920er Jahren und dann auch noch teilweise nach 1933 in Ansätzen darauf, dass man sich eben nicht mit der Kirche anlegte. Stimmen innerhalb der NSDAP, die sich kirchenkritisch und antichristlich meldeten, wurden von Hitler im Grunde gewaltsam verstummt. Ganz im Gegenteil postulierte die NSDAP von Anfang an, bereits 1920 in ihrem eigenen Wahlprogramm, dass man sich auf eine christliche Basis berufe und dass jegliche christliche Konfession in der NSDAP einen Platz habe, denn Nationalsozialismus und Christentum seien längst keine unvereinbaren Pole. Natürlich meinte es Adolf Hitler bei diesem Entgegenkommen gegenüber den Kirchen nie wirklich ernst und nach 1933 begann er schnell genau abzustecken, was die Kirche durfte und was nicht. Doch vor allem innerhalb der evangelischen Kirche fand man schnell Anschluss an die nationalsozialistische Ideologie, weil man sich offenbar mit Teilen davon arrangieren könnte. Denn tatsächlich hatte Adolf Hitler längst nicht so große Schwierigkeiten, vor allem die evangelische Kirche für seinen Kurs zu gewinnen, oder Teile der evangelischen Kirche zumindest, wie die Nationalsozialisten ursprünglich dachten. Beispiele für eine immer stärkere Verzahnung von Nationalsozialismus und Christentum bzw. den Kirchen in der Weimarer Republik gab es bereits schon vor der Machtübernahme Adolf Hitlers. 1932 beispielsweise wurde unter Mithilfe des Brandenburger Gauleiters der NSDAP die Gründung der sogenannten Glaubensbewegung Deutsche Christen vollzogen. In dieser Zeit kamen auch bereits Forderungen auf, einen nationalsozialistischen Pfarrerbund zu begründen. Die Richtlinien dieser Bewegung Deutsche Christen lasen sich teilweise wie aus dem NSDAP-Parteiprogramm abgeschrieben. Auch das völkische Denken und der Rassismus zogen hier bereits ein. Formulierungen wie positives Christentum und artgemäßer Christusglaube waren hier vorherrschend. Ein anderes Beispiel für die Nationalsozialisierung des deutschen Christentums sozusagen war eine Entwicklung in Thüringen im Jahr 1929, wo zwei ehemalige Pfarrer nun versuchten, das evangelische Christentum stärker an den Nationalsozialismus anzunähern. Diese zwei ehemaligen Pfarrer träumten von einer überkonfessionellen Nationalkirche, einer deutschen Kirche sozusagen, wobei man sogar ungeniert an den Grundfesten des Christentums rüttelte, also beispielsweise aus der traditionellen theologischen Trinitätslehre der Kirche, also Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist, wurde nun Gott, Führer und Volk. Trotz der zunehmenden Etablierung einer völkischen Identität innerhalb kirchlicher Strömungen in der Weimarer Republik blieb diese Entwicklung natürlich nicht ohne Widerspruch, sondern es gab natürlich sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen Kirche Kräfte, die dagegen angingen, wobei sich die katholische Kirche zunächst einmal wesentlich vehementer gegen diese Entwicklung wehrte. Man stellte sich auf den Standpunkt, völkisches Denken und der Nationalsozialismus allgemein können nicht mit dem Katholizismus verknüpft werden, das widerspricht der kirchlichen Lehre und man hatte darüber hinaus auch Angst, dass der Nationalsozialismus quasi anstrengen würde, das Christentum als Ideologie sozusagen zu ersetzen. Und ganz genau das wollte im Grunde der Nationalsozialismus auch. In der katholischen Kirche ging diese Entwicklung schließlich so weit, dass man kirchlichen Amtsträgern sogar verbot, Mitglied der NSDAP zu sein.
Die evangelische Kirche hingegen zeigte sich wesentlich zurückhaltender bei dieser Entwicklung. Man begab sich zunächst mal in eine abwartende Haltung, wollte mal schauen, was hier am Ende überhaupt rauskommen würde bei den Nationalsozialisten. Zudem berief sich die evangelische Kirche darauf, dass man keine politische Position einnehmen wollte. Man wollte sich quasi aus der aktiven Politik heraushalten. Diese Haltung der Kirchenleitungen, die man über längere Zeit noch hatte, spiegelte aber natürlich nicht unbedingt die Haltung der einfachen Pfarrer und schon gar nicht die Haltung der einfachen evangelischen Christen in der Gesellschaft wider. Denn viele von ihnen identifizierten sich zunehmend mit dem Nationalsozialismus und sahen in völkischem Denken auf der einen Seite und Christentum auf der anderen Seite nicht unbedingt einen Widerspruch. Aber natürlich gab es auch in der evangelischen Kirche Kritiker, die sich zu Wort meldeten. Man kann mindestens von 3 verschiedenen Gruppen in den 1920er Jahren bis in die frühen 1930er Jahre ausgehen, auch bei den evangelischen Christen, nämlich diejenigen zum einen, die Hitler im Grunde fast schon vergötterten und ihn von der Vorsehung bestimmt waren auf der einen Seite. Dann hatte man eine mittlere Gruppe, die sich in eine abwartende Haltung begab, und dann hatte man eben die massiven Kritiker, die hier einen massiven Widerspruch zwischen völkischer Ideologie und christlichen Vorstellungen sahen. Für Adolf Hitler und die Nationalsozialisten spielte allerdings die Haltung der unterschiedlichen Kirchenleitungen nur eine sehr eingeschränkte Rolle, denn viel wichtiger war natürlich, dass man die einfachen Christen, die christlichen Milieus in der Gesellschaft erreichte, denn das war Wahlvolk und die brauchte man, wenn man 1933 bei den Reichstagswahlen sich durchsetzen wollte. Also versuchte man vor allem diese Menschen für sich zu gewinnen, und tatsächlich zeigen Wahlanalysen, dass die Nationalsozialisten offenbar gerade bei der evangelischen Bevölkerung große Erfolge hatten, als es zu den Wahlen kam. So viel erstmal zu den Anfängen der kirchlichen Entwicklung in der Weimarer Republik im Hinblick auf den Nationalsozialismus. Ich fasse zusammen. Nach dem Ersten Weltkrieg lag Deutschland zunächst einmal politisch am Boden. Die westlichen Mächte hatten sich in diesem Krieg durchgesetzt und damit war das alte Kaiserreich implodiert. Das alte Kaiserreich war lange Zeit vor allem für die evangelischen Christen in Deutschland enorm wichtig gewesen, denn das protestantisch dominierte Preußen protegierte im Grunde die evangelische Kirche, wohingegen die katholische Kirche immer wieder über die Jahre schikaniert wurde in gewisser Weise, vor allem in verschiedenen Auseinandersetzungen mit dem alten Reichskanzler Otto von Bismarck. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges kam die sogenannte Weimarer Republik, ein Staat, der sich als weltanschaulich neutral definierte. Das bedeutete, weder die evangelische noch die katholische Kirche konnten hier eine Sonderbehandlung für sich beanspruchen. Natürlich bedeutete das jetzt nicht, dass die Gesellschaft irgendwie entchristianisiert worden wäre, denn tatsächlich spielte das Christentum und Religion in der deutschen Gesellschaft natürlich nach wie vor eine wichtige Rolle. Und das wussten auch die Nationalsozialisten, weshalb Adolf Hitler in den 20er Jahren immer wieder darauf bestand, dass die NSDAP keine antikirchliche und antichristliche Politik machen dürfe, denn damit könnte man keine Wählerstimmen gewinnen. In den 1920er Jahren bildeten sich unterschiedliche Organisationen heraus, die letztlich versuchten, völkisches Denken mit christlichem Denken zu vereinen. Das Ganze hatte immer eine gewisse Problematik, weil aus Sicht der Kirchen die nationalsozialistische Ideologie zumindest mal bis zur Machtergreifung 1933 den eigenen christlichen Werten widersprach. Doch nach 1933 änderte sich das, wie wir in der nächsten Folge sehen werden, sehr schnell, sodass die Kirchen schnell auf den nationalsozialistischen Zug aufsprangen und hier eine neue Chance auf ein kirchliches Jahrhundert sozusagen erblickten. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt und empfehlt das Video weiter, hinterlasst doch gerne einen Kommentar mit Feedback, Themenvorschlägen, anderen Anregungen und Ähnlichem, und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal, bei welcher Folge und welchem Thema auch immer. Macht's gut!